Hallo ihr Lieben, heute nochmal ein weiteres Video zum Thema Malblockade überwinden. Ich arbeite diesmal wieder auf einem Papier. Ihr könnt auch kleinere Formate wählen. Ich habe das Aquarellpapier aufgeklebt. Es ist nicht grundiert und ich habe mir drei ganz einfache Werkzeuge genommen, und zwar einmal einen Zweig aus dem Garten, trockener Zweig mit ein paar Blättern dran, ein kleines Hölzchen und einen Strohhalm. Und mein erstes Medium ist Tusche. Ihr könnt statt der Tusche auch flüssige Acrylfarbe nehmen. Ihr könnt auch einfach eure etwas dickeren Acrylfarben gründlich mit Wasser vermischen, bis sie flüssig sind. Das geht alles auch, wenn ihr keine Tusche habt. Und es soll erst einmal ganz frei und intuitiv gearbeitet werden, und dazu wähle ich jetzt einfach mal die linke Hand. Ich bin Rechtshänderin und wähle die linke Hand. Das aktiviert die andere Gehirnhälfte. Man gibt ein wenig Kontrolle ab, wenn man mit der falschen Hand arbeitet, und es ergeben sich ganz andere Linien und Formen, Strukturen, als wenn man es mit rechts machen würde. Ich arbeite jetzt einfach mal mit diesem Stöckchen, habe das ausgefranste Ende mal in die Tusche getaucht und ich lasse einfach meiner Hand freien Lauf und lasse sie so wandern übers Papier, wie ich möchte. Auch wenn nur noch wenig Tusche dran ist, sehen die Linien ganz interessant aus. Ich arbeite bewusst langsam, versuche das, was da gerade entsteht, auch genau zu erkennen, wahrzunehmen. Ich will nichts Konkretes machen, sondern ich probiere einfach meine Werkzeuge aus. Jetzt wechsle ich einfach mal das Malgerät. Ich nehme den Strohhalm und schaue mal, was da passiert, wenn ich damit auf das Papier zeichne. Je nachdem, wie viel Tusche an meinem Werkzeug ist, werden die Linien dünner, zarter, blasser oder dicker und kräftiger. Das ist total spannend. Das macht richtig Freude. Jetzt habe ich noch so ein kleines Hölzchen. So einfach so ein kleines Stöckchen, was abgebrochen ist. Ihr könnt also praktisch alles nehmen, was ihr findet in der Natur. Ihr könnt auch mit Haushaltsgegenständen probieren. Sucht euch einfach 3 verschiedene Werkzeuge und versucht so viele verschiedene Spuren wie möglich zu machen. Das ist eigentlich der Hauptteil des Videos, das Wichtigste. Das, was euch hilft, wieder locker zu werden, neugierig zu werden, achtsam zu werden,
etwas zu entdecken mit dem Holz. Das saugt sich erstmal ein bisschen voll mit der Farbe. Da gibt es jetzt ganz viel Farbe ab. Wie gesagt, man kann das auch in kleineren Formaten machen. Ja, das ist jetzt alles noch nicht ganz trocken. Und jetzt habe ich eine Idee. Ich möchte teilweise die Tusche noch ein bisschen mit Wasser vermahlen, um das Papier auch ein bisschen zu tönen. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, ob es dann besser wird oder nicht, aber wie ihr schon im zweiten Video gesehen habt, man möchte einfach nur locker werden und das ist die Hauptsache. Ob das nachher ein zeigenswertes Bild wird oder auch nicht, ist in diesem Fall zweitrangig. Das kann man alles hinterher entscheiden. Wichtig ist einfach ins Tun zu kommen und Dinge auszuprobieren, fließen zu lassen, sich einfach mal was trauen. Alles darf geschehen. Da ich jetzt das Papier vorher nicht versiegelt habe, kann
kann ich natürlich auch nicht diese Tönungen wieder wegwischen, sondern ich reibe sie jetzt quasi ins Papier rein. Hier seht ihr also das Ergebnis, naja, oder Zwischenergebnis, wie auch immer. Nochmal die verschiedenen Strukturen, die da entstanden sind. Einige habe ich ja jetzt auch wieder so ein bisschen verwischt. Also es war schon sehr spannend, mit den 3 verschiedenen Werkzeugen zu arbeiten. Und man könnte natürlich sagen, okay, Übung gelungen. Und mich juckt es natürlich noch ein bisschen in den Fingern. Und ich versuche mich noch ein bisschen mit Farbe, um das Bild noch ein bisschen weiter auszugestalten. Schaut mir einfach dabei zu. Ich löse das Papier jetzt erstmal vom Untergrund mitsamt des Klebebands, damit ich das Bild auch einmal aus anderen Richtungen sehen kann, und drehe es einfach mal in alle 4 Richtungen, um zu sehen, was ist jetzt die Schokoladenseite. So ist es für mich noch nicht fertig. Irgendwas fehlt noch. Mal schauen, was mir dazu noch einfällt. Ihr könnt ja auch mal überlegen, was ihr jetzt machen würdet. Und schon geht's weiter. Ich helle einige Partien noch auf und will diese Form, die da entstanden ist, so ein bisschen in den Vordergrund bringen und die Tönungen, die durch das Verwischen der Tusche entstanden sind, etwas aufhellen. Und hier an dieser Stelle habe ich dann halt noch eine neue Farbe eingeführt. Die war mir ein bisschen zu krass. Und so nähere ich mich dann dem Ende. Es wird kein Meisterwerk, ich weiß es schon, aber es ist eine wunderbare Erfahrung und ich werde ganz bestimmt mit der Tusche und mit den verschiedenen Werkzeugen, auch mit anderen Werkzeugen experimentieren,
auch in meinen kommenden Videos wird das bestimmt noch einmal auftauchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren der Werkzeuge. Habt viel Spaß dabei, das ist die Hauptsache. Und alles andere kommt von ganz alleine. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Tschüss.